Games Workshop hat mich mit den neuen Tyranidenmodellen, die in der Leviathan-Box der neuen Edition angekündigt wurden, voll erwischt. Aber nicht so ganz, wie ihr das vielleicht denken möchtet für 40k, sondern eher für eine Nightstalker-Armee für Kings of War. Und damit Servus zusammen. Ja, ihr habt richtig gehört, diese neuen Tyranidenfiguren, die uns hier vorgestellt worden sind, gefallen mir extrem gut und ich habe mir da jetzt überlegt, das Ganze vielleicht für Kings of War zu verwenden, denn für alle, die es nicht wissen, ich habe damals in der dritten Edition Kings of War angefangen mit der Zweispieler-Starterbox Northern Alliance und Nightstalker, weil ich immer irgendwie das Interesse hatte, beide Armeen aufzubauen, aber habe mich dann schlussendlich erstmal für die Northern Alliance entschieden. Und jetzt ist vielleicht der ganz gute Zeitpunkt dafür, ein bisschen zu wechseln und als Zweitarmee die Nightstalker anzufangen. Und das vielleicht eben genau mit dieser Leviathan-Box. Und ich sage euch auch warum. Ausschlaggebend dafür war diese Figur hier, die in der Box ebenfalls enthalten sein wird. Denn mein erster Gedanke war zuerst mal nur, okay, neue Tyranniden sehen cool aus. Und dann habe ich eben diese Figur gesehen. Und da dachte ich sofort an Mindscreech. So von meinen ersten Überlegungen her hätte ich so 1 bis 2 Mindscreeches wahrscheinlich in meiner Armee dabei, wenn ich eine aufbauen würde für den Anfang. Und da wäre es natürlich auch schön, nicht zweimal dasselbe Modell zu verwenden und daher eben kam dann dieser Gedanke irgendwie auf. Und eben mit den ganzen weiteren Figuren dabei ergibt es dann ein sehr schönes Gesamtkonzept. Natürlich hier, wenn wir uns die Box jetzt ansehen, wir haben neben den Tyranniden natürlich auch die Space Marines dabei und das Regelbuch. Das Ganze würde ich natürlich nicht brauchen. Aber alles in allem, natürlich, man bekommt hier eine sehr schöne Auswahl eben an Figuren. Die Space Marines können wir natürlich für dieses Konstrukt erstmal ignorieren. Aber auch hier für die anderen Figuren findet man dann möglicherweise schon sehr schöne Einsatzmöglichkeiten. Aber eben, wie gesagt, der ausschlaggebende Punkt war eben diese Figur für mich, wo eben dieses Nightstalker-Thema als zweiter mir jetzt in den letzten Wochen wieder aufgekommen ist. Und auch diese anderen Figuren lassen sich natürlich dementsprechend auch irgendwie dann verwenden. Da wird man schon auch Einsatzmöglichkeiten finden, auf jeden Fall. Und eben auch bei dieser Figur, bei der Großfigur in der Box, dachte ich sofort an Planar Aberration. Und daher hat sich diese Box eigentlich für mich dargestellt als ein sehr guter Einstiegspunkt, nicht für 40k Tyranniden, sondern eben für die Nightstalkers bei Kings of War. Und eben auch mit diesen Figuren, die würden sich zum Beispiel ganz gut vielleicht als Reapers eignen oder als Phantome oder eben auch diese Figuren. Also da hätte man schon sehr schöne Möglichkeiten, das Ganze einzusetzen oder auch diese Figuren vielleicht als Reapers zu verwenden. Aber da ich natürlich bereits die Nightstalkers aus der Zweispieler Starterbox besitze, würde ich natürlich nicht ausschließlich auf Tyranniden-Modelle ausweichen, sondern das Ganze kombinieren mit diesen alten Modellen und natürlich auch mit den neuen Figuren beziehungsweise generell der Figurenrange von Mantic zu den Nightstalkern. Denn da ist es ja auch ganz schön, da kommen jetzt neue Figurenbausätze heraus, auch mit ganz interessanten Ideen dabei, die ich mir auch schon gedacht hatte. Zum Beispiel eben hier die neue Army Box, eben das ist die kleinere Army Box für die es nicht wissen. Schauen wir nochmal schnell für 90 Euro, Standardpreis bei Mantic.
ist also bei uns dann für ungefähr 70, 75 Euro wahrscheinlich ein bisschen so um den Bereich herum zu haben. Also ein ganz guter Einstiegspunkt und dafür bekommt man eben all das, was man hier sieht. Und da ist es eben dann schon wieder sehr schön, weil man hier eben schon das Thema hat, wenn wir uns die Box ein bisschen durchschauen. Wir hätten hier wieder Modelle, die eben die offiziellen Reaper-Modelle sind, beziehungsweise dann auch eine zweite Einheit bauen können oder darstellen können. Das ist, glaube ich, hier dann angegeben mit den neuen Boxen. Genau, die Reapers können auch als neuer Truppentyp, den Tormentos, gebaut werden. Oder eben bei den Butchern gibt es dann auch die Ravagers als zweite Variante, eben als neue Beschussversion, die es bisher noch nicht gegeben hat. Das wären dann hier die Butchers zusammen mit eben dann den Reavern als Beschussvariante. Da hat man dann die beide Möglichkeiten, weil das eben jetzt Kunststoffbausätze sind, die wir hier in diesen neuen Starterboxen bekommen werden, beziehungsweise dann natürlich auch generell in den einzelnen Unitboxen. Und dann ist hier eben auch noch ein Mindscreech-Modell dabei. Was natürlich hier jetzt da schön ist, weil ich dann auf diese Art und Weise kombiniert mit diesen beiden Boxen, sowohl der Leviathan-Box für 40k als auch dieser Box, schon mal beide Mindscreechers hätte, beide Varianten, die eben ein bisschen auch Abwechslung in die Armee bringen würden von den Figuren. Und was ich hier eben noch ganz interessant finde, eben wie gesagt bei den Butchern und auch bei den Reapern haben wir zwei Möglichkeiten, diese zusammenzubauen. Und dann, was mir eben noch sehr gut gefällt, ist, was Mantic gemacht hat mit eben den Scarecrows. Man hat eben nach wie vor, ich glaube, das dürften die alten bzw. die Kunststoffbausätze sein, die es eben bereits seit 2019 gibt. Und da kann man natürlich eben die Scarecrows daraus bauen oder eben die Spectres, wie es früher geheißen haben. Diese werden aber jetzt rausgenommen und ersetzt durch einen zweiten neuen Truppentyp, beziehungsweise nicht ersetzt durch einen neuen Truppentyp, sondern wie wir es hier sehen, die Scarecrows können auch als Doppelgängers gebaut werden. Das heißt, die zweite Zusammenbauvariante neben den Scarecrows, die früher die Spectres gewesen sind jetzt die offiziellen Doppelgänger geworden, was mich sehr freut, da ich die Spectres eigentlich nie gesehen habe in der Armee. Die haben für mich irgendwie keinen Sinn gemacht, irgendwie die mitzunehmen und einzusetzen, wenn ich Nightstalker aufgebaut hätte. Und so wie die Figuren eben aussehen, hatte ich von Anfang an schon immer ein bisschen so den Gedanken, diese einfach als Doppelgänger zu verwenden, wie es ja auch schon viele andere machen. Und hier sieht man auch rechts unten, wie diese dann aussehen, wenn man die Doppelgänger eben zusammenbaut, wie sie jetzt verwendet werden. Und das ist ja auch nichts Neues, machen ja auch andere Spieler schon seit Jahren, dass sie die Spectre-Modelle oder die Spectre-Variante der Scarecrows als Doppelgänger verwenden. Und wenn man sich hier so das Gesamtset anschaut, dieser Army-Box, denke ich mir, eine ganz gute Ergänzung zu den Modellen aus der Leviathan-Box. Eben wie gesagt, weil wir hier ja unter anderem auch die Mindscreech-Figur dazu bekommen und somit schon mal zwei Mindscreeches hätten, aber auch den Rest ganz gut eigentlich brauchen können. Aber natürlich gibt es hier auch eine neue Nightstalker Mega Army Box, die dann eben 145 Euro Normalpreis kosten wird, also um die 120, 125 Euro wahrscheinlich dann bei uns. Und ich bin ja immer jemand gewesen, der eher auf diesen Mega Army Boxen unterwegs gewesen ist, weil man da einfach sehr viel auch bekommt fürs Geld und das hat sich ja auch nicht geändert und finde ich nach wie vor. Und wenn wir uns hier mal die Übersicht ansehen, wir haben auch hier wieder gleiche Truppentypen dabei, wie wir sie schon in der Army Box vorher gesehen hatten, mit eben den Reapern oder den Butchern
und auch den Scarecrows mit natürlich der Möglichkeit, wieder beide Varianten bauen zu können von jedem Truppentyp. Dann auch ein Heldenmodell dabei, das müsste ein Horror, glaube ich, sein. Und in der Mitte eben noch ein Titanenmodell. Also eine sehr schöne Auswahl auch an unterschiedlichen Einheiten. Und daher immer ein guter Einstiegspunkt für Kings of War. Und auch für mich nach wie vor die erste Überlegung, mit der Mega Army Box anzufangen bzw. weiterzumachen. Da ich aber eben bereits Scarecrows ja auch habe und auch Butchers aus der 2-Spieler Starterbox, bin ich dann auch am Überlegen, denn wie gesagt, bei der Army Box hätten wir die zweite Mindscreech-Figur dabei, die uns hier oder mir in diesem Fall dann abgehen würde. Dafür hätte ich natürlich den Terror als Großfigur, als Titan an. Aber ganz ehrlich, vermutlich läuft es da dann schlussendlich eh wieder auf beides hinaus. Denn was man auch ganz klar sagen muss, mit diesen Army-Boxen, man kann hier zu einem sehr guten Preis einsteigen, sich eine Armee aufbauen, hat aber von den Standard-Truppentypen, seien es hier die Doppelgängers oder eben Scarecrows oder die Reapers, dann ohnehin in den meisten Fällen viel mehr Figuren, als man für seine Armee dann braucht. So viel also mal zu meinen Gedanken, diese 40k Leviathan Box für eine Nightstalker Armee zu verwenden. Und ich denke mir auch, dass sich beide Figuren-Ranges ganz gut ergänzen. Natürlich, ganz klar, das muss einem natürlich auch gefallen, hier diese beiden Figuren-Ranges miteinander zu kombinieren. Ist natürlich nicht unbedingt für jeden etwas, aber alles in allem denke ich mir, das Ganze ist schon ganz schön, vor allem weil man die Möglichkeit hat, hier ein bisschen Abwechslung reinzubekommen bei den Figuren. Vor allem, wie ich sagte, der ausschlaggebende Grund bei mir war diese Figur eben als zweite Mindscreech-Figur für die Armee und dadurch ist das Ganze dann überhaupt erst entstanden. Und natürlich ein gewisses Herzstück dann der Armee, sage ich es mal, der Void Lurker, wo ich ganz ehrlich auch sagen muss, dass mir diese Figur sehr, sehr gut gefällt und auch definitiv Teil meiner Armee werden wird als Titan und Hero, wenn ich jetzt wirklich diese Armee in Angriff nehmen sollte, so als kleines Centerpiece. Ja, schreibt es mir gerne auch in den Kommentaren, wie ihr dieses Konzept findet. Würde euch das Ganze zusagen, hier die Nightstalker Figuren Range mit den 40k Figuren zu mixen oder doch nicht oder rein nur auf die Tyranniden-Modelle zu gehen und eventuell dann nur Einzelmodelle wie hier den Voidlurker reinzubringen in die Armee und ansonsten Tyrannidenfiguren zu verwenden oder ausschließlich auf Mantic-Figuren auszuweichen, beziehungsweise nicht auszuweichen, sondern die offizielle Figurenrange zu verwenden. Für mehr Kings of War werde ich euch hier jetzt nochmal das Abschlussvideo verlinken unserer Kings of War Painting Challenge, die ja letzte Woche zu Ende gegangen ist, beziehungsweise das Video dazu veröffentlicht worden ist, mit den Endergebnissen und auch Bildern der vollständig fertigen Armeen von allen Teilnehmern.